Yo, 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 yo! Was geht ab, meine Freunde? Scheint so irgendwie am Start mit einem neuen Video. Und diesmal, ihr habt so oft danach gefragt, mit einer weiteren Folge Amazing Graffiti Stories. Für die Person unter euch, denen das nichts sagt, mir wurden anonym Stories zugeschickt und ich lese die einfach nur vor. Ganz wichtig, ich will damit nicht zu Straftaten aufrufen, das heißt, macht das nicht zu Hause nach. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich mich ultra darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Story. Hey, nun erzähle ich euch einmal meine Graffiti-Story. Mittlerweile ist das Ganze schon ein paar Jahre her. Es muss so etwa 2014 gewesen sein. Zu dem Zeitpunkt gab es nur eine große Liebe für mich. Meinen Fußballverein. Ich denke mal, der ein oder andere wird es kennen. Forza. Jedes Wochenende raus mit den Jungs in den verschiedenen Stadien dieses Landes und unter der Woche zusammen Choreos planen, Fahnen und Doppelhalter anfertigen und zusammen einfach eine coole Zeit haben. Zu diesem Zeitpunkt lernte ich einen sehr guten Freund kennen. Der Name ist abgewandelt, aber nennen wir ihn in dieser Story einfach mal Julian. Julian war in der gleichen Szene aktiv wie ich, aber dennoch in einem anderen Fanclub. Irgendwann kam es dann dazu, dass wir uns über unsere gemeinsame Liebe, den Fußball und den Support zum Verein kennenlernten. An einem ganz normalen Tag saß ich mit meinen Freunden bei schönstem Wetter vor unserem Vereinsheim. Wir relaxten und quatschten zusammen. Da ich einen kleinen Block dabei hatte und einen Kugelschreiber, hatte ich sofort Lust, etwas zu sketchen. Unter meinen Freunden war das kein Problem, da ich wusste, dass diese immer zu mir stehen. Irgendwann kam Julian zu mir rüber und sagte, was machst du denn da? Ach Quatsch, du malst auch Graffiti? Natürlich war meine Antwort sofort, du auch? Und ab dem Tag fing alles an. Eine gemeinsame Freundschaft für Jahre. Sofort Feuer und Flamme für das Thema Graffiti fragte ich ihn, ob er auch ein paar Zeichnungen von sich dabei hat. Klar, antwortete er und zeigte mir Fotos von seinen Zeichnungen. Ich sah sofort, dass er gerade erst angefangen hatte und ihm der Grundaufbau der Buchstaben nicht gelang. Weil ich aber absolut auch kein Meister war, sagte ich sofort, hey nice, lass uns mal zusammen malen, wenn du Bock hast. Klar, sagte er. Wir verabredeten uns ein paar Tage später und trafen uns bei Julian zum Malen. Ich brachte mein Blackbook mit und zeigte ihm meine ganzen Zeichnungen. Ich sah sofort an seinem Gesichtsausdruck, dass ihm die Bilder gefallen. Fett, antwortete er nur und schaute sich etliche Minuten die ganzen Bilder an. Dann erklärte ich ihm die grundlegenden Dinge, die mir auch bekannt waren und probierte ihm somit zu helfen, sauberer und korrekter zu malen. Danach drehten wir die Musik auf und malten zusammen. Einfach nur zwei Jungs, die Bock haben zu malen und durch die Musik im Hintergrund und dem Zeichnen der Buchstaben alles um sich herum vergessen. Graffiti ist eben auch eine Art von Problembehandlung. Das sollte man nicht vergessen. So folgte es, dass wir uns einmal die Woche verabredeten, um zusammen zu zeichnen. Es vergingen einige Monate, die wir damit verbrachten, zu sketchen und zusammen am Wochenende unseren Verein zu unterstützen. Irgendwann merkte ich, dass Julian den Grundaufbau gut gelernt hatte. Und keine 2 Monate vergingen und er überholte mich und fing schon mit einem leichten Semi-Walzer an, der dazu noch gut flowte. Uff, Bruder, da hast du was rausgehauen. Ganz stolz blickte er auf seinen Sketch und wurde sogar etwas rot im Gesicht. Hast du nicht mal Bock, etwas mit der Dose zu machen, fragte ich ihn. Klar, Mann, lass uns was rocken, sagte Julian. Für uns war der Kontext klar. Wir wollten unseren Verein unterstützen. Da war es keine Frage, was wir malen oder mit welchen Farben. Nur wie wir die Farben zusammensetzten und an welchem Ort stand noch aus. Ein paar Wochen später fuhr ich mit einem anderen Fußballkollegen auf der Autobahn in Richtung Stadion. Julian und ich wohnten beide nicht im gleichen Bezirk wie das Stadion. Daher mussten wir beide etwa 30 Minuten hinfahren. Als der Kollege die Autobahn entlang fuhr, entdeckte ich eine Wand, die noch komplett frei war. Sie sprang mir direkt ins Auge und ich dachte, das ist es. Der Spot ist noch frei und wie dafür gemacht, besprüht zu werden. Ich drehte mich sofort um den Spot etwas genauer anzuschauen, während wir die Autobahn entlang fuhren. Am Stadion angekommen, erzählte ich noch am gleichen Tag Julian von dem Spot. Es war in meinem Bezirk und auch Julian kannte ihn. Lass uns den Spot nehmen, sagte ich. Er war sofort Feuer und Flamme und sagte, klar, geil, Mann. Wir beide hatten schon ein paar Dinge an der Wand gemalt. Es war also nicht unsere erste Aktion. Es war nur unsere erste gemeinsame Aktion. Wir überlegten, dass wir übernächstes Wochenende den Spot malen würden. Da an dem Samstag früh ein Heimspiel war, wollten wir die Aktion mal am Abend nach dem Heimspiel machen. Erst einmal hieß es Fußball schauen. Doch noch am gleichen Abend trafen wir uns, um einen Sketch anzufertigen und die richtigen Farbkombi abzustimmen. Als wir uns am Abend zum Sketchen zusammenfanden,
waren wir sofort beide gehypt wegen der Aktion. Das ließ meiner Meinung nach unsere Sketche viel besser werden. Wir wollten den Vereinsnamen malen. Das Fill-In in Vereinsfarben mit einer weißen Second. Eine Woche vor der Aktion hieß es Dosen kaufen. Julian zeigte mir einen kleinen Dosenshop in unserer Stadt, den ich gar nicht kannte. Er war sehr klein, aber hatte alles, was wir brauchten. Der Besitzer war ultra cool und erzählte uns ab und zu von Stories, die er so erlebt hat, beziehungsweise von Freunden gehört hatte. Ich war froh, diesen Shop kennengelernt zu haben und kaufe bis heute meine Dosen nur dort. Vergesst also nicht, supportet euren lokalen Shop. Back to topic. Julian und ich suchten uns die richtigen Dosen aus, da es schnell gehen sollte. Daher sollten es High-Pressure-Dosen sein. Wir kauften die Dosen und blieben noch etwa 2 Stunden dort, sketchten im Blackbook und quatschten mit dem Besitzer. Als wir fertig waren, entschlossen wir uns dafür, dass ich die Dosen mit nach Hause nehmen sollte, denn falls meine Eltern die Dosen finden würden, würden meine Eltern doch chilliger regieren als die von Julian, da sein Stiefvater zufälligerweise ein Kopf war. Abgemacht, ich nehme die Dosen mit nach Hause, sagte ich. Nun war es nur noch ein paar Tage bis zum Tag der Tage. Jeden Tag dachte ich an die Aktion und war schon richtig heiß drauf. Aber wie wird es sein, an der Autobahn zu malen? Werden die anderen Autos die Cops rufen? Aber wie haben dann die anderen Maler ihre Pieces gemalt, ohne erwischt zu werden? Wir dachten uns, wenn wir es schnell durchziehen, wird es schon niemand interessieren. Da wird schon keiner, während er mit 120 auf der Autobahn brettert, sein Handy zücken und die Cops anrufen. Während der Fahrt zu telefonieren, wäre ja eh gegen das Gesetz. Also machten wir uns darum keine Sorgen, wird schon alles gut gehen. Endlich war es soweit und der Tag war angebrochen. Zuerst hieß es also zum Fußball und danach war unsere Aktion geplant. Leider eine Niederlage für unseren Verein, aber das kommt immer mal vor. Bei den meisten gibt es immer einen Grund zum Trinken. Frustsuff, weil man verloren hat, oder eben aus Freude an dem Sieg. Nicht so bei mir und Julian. Wir mussten nüchtern bleiben für unsere Aktion am Abend. Wir verabredeten uns schon viel früher, um alles noch einmal durchzugehen. Den Spot wollten wir gegen 3 Uhr starten, damit so wenig Verkehr wie möglich ist. Damit wir aber auch vorher in Ruhe schauen können, wie genau wir da hinkommen, wollten wir uns schon gegen 11 Uhr treffen. Wir wussten grob, wie wir da hinkommen, aber nicht, wie es dort aussieht. Die Autobahn war über eine Hauptstraße an der Spitze eines kleinen Berges. Auf der rechten Straßenseite der Hauptstraße war ein riesengroßes, leerstehendes Fabrikgelände. Und genau zwischen Fabrikgelände und der Autobahn war ein kleiner Weg, den man langgehen konnte. Dort in etwa müssten wir hoch. Julian und ich trafen uns wie verabredet gegen 11. Erst einmal schauten wir, ob wir alles dabei haben, was wir brauchen. Check, alles dabei. Dann gingen wir in Ruhe etwas essen, da es doch noch etwas früh war. Anschließend gingen wir dann zum Spot und schauten uns um. Wir gingen ganz entspannt den kleinen Weg zwischen Autobahn und Fabrikgelände lang. Zur Autobahn führte dickes Gestrüpp, ein paar Bäume und es ging etwa 5 Meter bergauf. Alles relativ steil, aber es sah danach aus, als wenn wir oben wären und uns dort keiner mehr sehen konnte. Nach ein paar Minuten Suchen fanden wir einen guten Punkt, um dort raufzukommen. Wir gingen noch einmal den Weg entlang und schauten, dass uns keiner sieht. Dann hieß es, jetzt geht's los, erst einmal unbemerkt dort hochkommen. Wir schauten uns kurz um und liefen Richtung Gebüsch und den steilen Abhang hinauf. Oben angekommen war ich geschockt. Oben auf dem Berg ging es wieder 3 Meter tief in Richtung Autobahn. Aber hier oben war überall kurz geschnittenes Gras. Es war stockdunkel und uns konnte absolut niemand hier oben sehen. Dafür hatten wir eine der schönsten Aussichten, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wir standen ganz oben und konnten auf der einen Seite herunterschauen zur Stadt, die hell beleuchtet war, und auf der anderen Seite sahen wir die Autobahn und die 100 Lichter der vorbeirasenden Autos. Diesen Ausblick werde ich wohl nie wieder vergessen und denke bis heute noch oft dran, einfach einmal im Dunkeln da hochzugehen. Wir hatten rund um uns herum Platz und setzten uns deswegen erst einmal ins Gras. Es war ein warmer Sommertag und da wir noch zu früh dran waren, setzten wir uns einfach entspannt ins Gras und genossen den Moment. Wir legten uns sogar hin und schauten auf die Autobahn und die vorbeirasenden Autos. Für uns blieb die Zeit stehen. Die Autos fuhren extrem schnell und die Welt schien an uns vorbeizuziehen. Doch hier oben schien die Welt stillzustehen.
verbrachten etwa eine Stunde dort oben, bevor wir uns überhaupt den Gedanken dazu machten, den Spot zu malen. Es war einfach nur unglaublich, hier mit seinem besten Kollegen zu chillen und zu wissen, dass uns hier oben nie im Leben jemand finden würde. Später fingen wir an, über die Aktion zu sprechen und die Wand zu suchen, die wir bemalen wollten. Diese war wohl etwa 200 Meter entfernt und war genau an dem Punkt, wo die Autobahn über der Hauptstraße verlief. Wir gingen geduckt in Richtung der Wand und setzten uns so hin, dass wir die Wand sehen konnten. Hier sahen wir, dass wir erst einmal den Hügel hinunterlaufen müssten und anschließend noch einmal ca. 10 Meter zu der Wand laufen müssten. Das Gute war, dass dort zwischen Leitplanke und Autobahn und der Glaswand, die wir bemalen wollten, etwa ein 1 Meter breites Stück frei zum Laufen war. Wir mussten also nicht auf die Autobahn laufen. Wir packten unsere Sachen zusammen, schauten, ob die Caps auf den Dosen sind, schüttelten die Dosen und bereiteten alles auf die anstehende Aktion vor. Dann warteten wir die Restzeit bis 3 Uhr ab, damit wir wirklich kein weiteres Risiko eingehen. Pünktlich um 3 Uhr klingelte der Wecker von Julian. Jetzt geht's wohl los, dachte ich. Zum ersten Mal hatte ich ein sehr mulmiges Gefühl, obwohl ich wusste, hier oben kann uns nichts passieren. Aber wie würde es da unten an der Wand aussehen? Werden die Autos anhalten oder die Cops rufen? Werden sie hupen? Ich weiß es nicht, aber der Spot soll unserer werden. Also schüttelten wir noch einmal die Dosen und zogen unsere Handschuhe an und schauten uns noch einmal um. Nichts Auffälliges zu sehen. Wir gaben uns die Hände und sagten, jetzt geht's los. Wir zogen unsere Sturmarm auf und rannten mit unseren Taschen wie verrückt den Abhang hinunter. Als ich den Berg hinunterlief, schoss mir das Adrenalin ins Blut. Ich war absolut berauscht, da ich in Richtung der Autobahn lief, wo der Verkehr nur so durchbretterte. Unten an der Autobahn angekommen, rannten wir so schnell es geht in Richtung der Wand. Wir stellten unsere Taschen ab und fingen sofort an, die ersten Linien zu ziehen. Julian kam hinter mir her und füllte die riesigen Graffiti-Buchstaben mit Farbe aus. Um das Graffiti so groß wie möglich zu machen, stellte ich mich auf ein Geländer der Mauer, um noch höher zu kommen. Als ich dort oben stand und die ersten Linien vorzog, kam ein LKW hinter uns vorbeigefahren. Ich weiß noch, als ich das Geräusch hörte, dass ich mich reflexartig umdrehte, weil es so laut war. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es da oben für ein Gefühl war. Ich stand mit beiden Beinen oben auf dem Geländer, mit einer Hand die Buchstaben am Sprühen und mit der anderen hielt ich mich an der Glasscheibe fest, um nicht hinunterzufallen. Und hinter mir kam ein 40-Tonnen-LKW mit 120 Stundenkilometern vorbeigeschossen. Das Geländer und die Scheibe vibrierten, als er vorbeikam. Nachdem ich checkte, dass es nur ein LKW war und alles gut ging, sprühte ich die Buchstaben weiter. All das passierte in Bruchteilen von Sekunden. Als ich die Form der Buchstaben vorgezogen hatte, half ich Julian dabei, das Innere der Buchstaben mit Farbe zu füllen. Danach nahm ich mir die Sprühdose für die Outline und zog die Außenlinien der Buchstaben. Währenddessen nahm Julian sich wie vorher abgesprochen die weiße Dose, um noch einmal um alle Buchstaben herum die Second Outline zu setzen. Ich war absolut im Fokus auf das Graffiti und die Aktion. Nach gefühlten Sekunden hatte ich die Outline fertig und nahm mir die Dose für die Highlights des Graffiti. Als Julian fertig war, fing er an, unsere beiden Taschen zu packen. Nun kam der Punkt, an den wir beide nicht gedacht hatten. Wie zur Hölle sollen wir ein Foto schießen? Als Julian fertig war, sagte ich ihm, er soll die Autobahn im Blick behalten. Er soll brüllen, sobald er ein Auto sieht, und ich laufe schnell rüber zur zweiten Spur, um ein Foto zu machen. Eine extrem gewagte Situation auf der Autobahn. Vor allem, da ich ein paar Monate vorher von einer Freundin gehört hatte, dass ein Freund von ihr beim Malen an der Autobahn von einem vorbeifahrenden LKW mitgerissen und verstorben war. Trotz alledem entschied ich mich dazu, ein Foto zu schießen, da meiner Meinung nach der Verkehr sehr ruhig war und nur alle 10 Sekunden ein Auto entlang fuhr. Julian schaute auf die Autobahn. Ich halte die Kamera ein, damit ich nur noch abdrücken muss, wenn ich dort stehe. Ich schaute in Richtung, aus der die Autos kommen sollten, und lief so schnell es geht auf die zweite Spur. Währenddessen schaute ich nur in die Richtung, wo die Autos herkommen. Durch die Dunkelheit sah man das Licht der heranrasenden Autos relativ früh. Ich drückte ab und machte schnell 3-4 Fotos, während ich immer wieder in die Richtung des Verkehrs schaute. Zum Glück kam kein Auto vorbei und ich lief schnell wieder zu Julian hinter der Leitplanke. Wir nahmen unsere Taschen und liefen so schnell es geht den Hügel hinauf. Wir wussten nicht, ob jemand die Polizei gerufen hat. Gehupt hatte jedenfalls keiner, aber vielleicht hat jemand die Polizei gerufen. Also machten wir uns schnellstmöglich auf den Weg Richtung Stadt, um nicht beim Spot erwischt zu werden. Wir liefen den Berg hinunter und
Als wir angekommen waren, umarmten wir uns und feierten die Aktion. Krass, wir haben es echt gerockt, sagte Julian. Ich sagte ihm, noch ist nichts vorbei. Lass uns erst einmal sicher nach Hause kommen. Wir kamen sicher bis in die Stadt und verabschiedeten uns dort voneinander. Jeder ging zu sich nach Hause. Bis heute feiern wir beide die Aktion. Und ich werde diesen Tag und diese Aktion wohl nie wieder vergessen. Wenn du dieses Video schaust, danke ich dir für die tolle Zeit, Julian. Da wir seit Jahren keinen Kontakt mehr haben, wünsche ich dir vom Herzen alles Gute und hoffe, dass auch du gerne an diesen Tag zurückdenkst. Jo, und das war's auch schon von der Story. Ich hoffe mal, das Ganze hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir doch mal Feedback in den Kommentaren dazu oder gib mir einfach einen Daumen hoch oder einen Daumen runter. Wie gesagt, ich möchte mit diesen Stories nicht zu Straftaten aufrufen, das heißt, mach das bitte nicht nach. Wie am Anfang gesagt, würde ich mich mega darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht gemacht hast, weil ich kann nachschauen, dass ca. 60% von euch da draußen den Kanal noch nicht abonniert haben. Das heißt, wenn ihr Bock habt und mich supporten wollt und keine weitere Story mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Und gerne kannst du mir mal Feedback geben zu dem Bild im Hintergrund. Was hältst du davon? Gefällt es dir oder gefällt es dir nicht? Und wenn du da draußen eine coole Story erlebt hast, dann schreib sie mir doch einfach mal. Die E-Mail findest du in jeder Beschreibung der Stories. Lass dir genügend Zeit, damit die Story auch wirklich cool wird und schreib ausführlich, was du gedacht, gefühlt und erlebt hast. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Story. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sag, macht's gut, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao! Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off.